Hallo zusammen, MJ Update hier, Folge 20 und heute geht es um den MJ-Fan-Treff vom Malibu Michael Jackson Family and Friends Fanclub. Ich bin gerade auf dem Weg dahin, ich irre hier gerade durch Köln, um dorthin zu kommen. Ich gehe zu Fuß und ja, jetzt haben wir 18:30 Uhr. Laut Plan soll es um 18:30 Uhr losgehen und ich muss, glaube ich, noch so 10 Minuten gehen, aber jetzt muss ich mal gucken, wo es hier lang geht. Und wir sehen uns. Ich berichte, wie es da war. Bis nachher. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe mich jetzt einmal sauber gemacht, geduscht und habe mich in ein passendes Outfit geworfen, das dem Motto Glitter and Shine hoffentlich gerecht wird. Ich habe mich für diese Jacke entschieden und darunter dieses T-Shirt. Ja, Glitzersocken, Glitter and Shine. Ja, das soll für diese Veranstaltung doch angemessen sein. Ja, es ist Samstagabend und ich spaziere hier gerade durch Köln, um zur Michael Jackson Party zu kommen. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Hier ist MJ Update Harry. Ich bin jetzt hier mitten auf der Malibu Neujahres-Fantreff-Feier. Im Hintergrund seht ihr buntes Treiben und hier rechts neben mir habe ich die Veranstalterin. Ihr kennt sie, die Stimme, wenn sie gleich redet, werdet ihr bestimmt wiedererkennen. Hier ist Jenny neben mir vom Malibu Fanclub und auch die Stimme aus dem Michael Jackson Podcast. Und ja. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich hier sein darf mit dir hier gerade vor der Kamera. Und wir sind gerade noch mittendrin an einem schönen Event. Und wir müssen dazu sagen, um 18:30 Uhr hat das Ganze angefangen. Ja. Und da kommt Anita dazu. Ja, also Anita, auch wichtiges Teammitglied hier für die Veranstaltung. Also nur im Team hat es geklappt, also dass es heute so erfolgreich war. Bei uns. Ja, das liegt daran, dass wir echt als Team zusammengearbeitet haben. Oh ja. Und das war echt eine schöne Veranstaltung. Es läuft immer noch, Genau. aber halt die Programmpunkte sind durch. 18:30 Uhr angefangen und ich schwenke mal kurz da zur Uhr. Wir haben fast 1 Uhr. Also mega lange. Also, dass das so lange heute wird, hätte ich nicht gedacht. Das hat sich aber nicht so lange angefühlt. Nee, überhaupt Nein, nicht. Ich ging habe auch gedacht, für den Flug. um 10 bin ich schon wieder zu Hause. Ja. Aber nee, jetzt haben wir fast 1 Uhr und wir sind immer noch hier. Ja. Bin zwar ein bisschen müde, Ja, aber sonst. das merkt man auch alles. Time flies when you're having fun. Genau. Wir sind auch ein bisschen groggy, weil wir haben ja auch vorbereitet und müssen gleich noch aufräumen und so. Aber das machen wir total gerne, weil das Event war wirklich. Das machen wir wieder. Ja, und es haben so viele schöne Gespräche stattgefunden. So viele Leute haben sich nach langer Zeit mal wieder gesehen und neue Leute haben sich getroffen, die sich bis jetzt nur aus dem Internet kannten. Viele sind durch den Podcast hier das erste Mal gewesen. Und deswegen, da freuen wir uns doch riesig drüber. Total. Ja, das war total schön. Jenny, ich habe noch eine Frage. Ja. Du hast ja vor über 10 Jahren das letzte Mal so eine Party organisiert. Ist das richtig? Alleine, ne? Also alleine 2011 in Berlin am Alexanderplatz, das war so eine Demo. Aber danach haben wir ganz viele Veranstaltungen von Malibu gemacht mit mehreren zusammen, also im Team. Okay. Kinotage, Partys. Und es gab doch schon mal so Veranstaltungen im Maredo. Richtig, also nachdem Michael verstorben war, hatten die Fans halt so ein Bedürfnis, sich zu treffen und über ihn zu sprechen. Und da haben wir halt oft im Maredo, im Steakhouse, einen Tisch reserviert und haben uns dort getroffen und eben über Michael gesprochen. Da saßen wir alle am langen Tisch. Und irgendwie war die Idee jetzt wieder da und haben gedacht, das wäre doch mal ganz schön, sowas wieder ins Leben zu rufen. Und jetzt sind wir hier im Café Laura und haben die Location komplett für uns. Wir müssen nicht wie im Restaurant mit anderen Leuten den Raum teilen. Und wir können Michael hören und Programmpunkte. Das ist natürlich nochmal was Besonderes. Und das kann man echt auch noch mal öfter machen. Ne? Jetzt wissen wir, Ich finde, wir können das auch im Sommer mal machen. Richtig, weil draußen kann man auch schön sitzen. Ja. Die Location dürfen wir immer nutzen. Und deswegen, da können sich Fans vielleicht auch das ein oder andere schöne Treffen in Zukunft noch mal freuen. Das ist schön. Ja. Warum hat das jetzt so lange gedauert?
gab es irgendwie einen Auslöser, dass du dir gesagt hast, die Corona-Pandemie, Richtig. man war irgendwie also zu Hause? Das war der hauptausschlaggebende Punkt. Also Corona-Pandemie, zwischendurch hatte man mit der Erkrankung so ein bisschen zu kämpfen. Im Familienkreis war dann halt auch mal jemand krank, muss man für da sein. Da kamen so ganz viele Dinge zusammen und natürlich Corona. Ja, und dann war ich halt auch hinterher auf vielen Events einfach Gast, weil wir hatten viele Jahre lang so viele Events gemacht und das ist eben auch anstrengend. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte jetzt gerne mal erstmal keine Events selber machen, sondern einfach erstmal Gast sein, das genießen und als Gast irgendwo auftreten. Und das haben wir jetzt über Jahre lang echt auch viel gemacht. Und jetzt hatte ich auch mal wieder Lust, oder wir hatten Lust, mal wieder selber was zu machen. Ich glaube, die Kingvention hat auch nochmal so einen Push gegeben, ne? Weil das so ein schönes Gemeinschaftsgefühl Richtig. war. Wir haben uns alle so gut verstanden und es läuft als Team so gut und jeder hat so seinen Input, den er mit in so eine Veranstaltung reinbringen kann. Jeder ist wichtig und ich glaube, das läuft ganz gut. Ja. Und deswegen können wir uns da jetzt auch mehr von vorstellen. Richtig gut. Ja, Ja. ich kann das nur bestätigen. Ich war heute so um 6:45 hier, also nicht ganz 6:30, 6:45. Und ich habe hier sehr viele tolle Gespräche mit anderen Michael Jackson-Fans geführt, die ich auch noch nicht kannte. Einige kannte ich, Anita kannte ich, Jenny kannte ich. Und es war ein richtig schöner, bunter Abend. Es gab hier auch ein paar Präsentationen. Hier gab es Cedric, ihr habt das im Video vielleicht schon gesehen. Er hat ein bisschen zu Michael Jackson getanzt. Es gab eine Verlosung, er hat richtig gut das getanzt. Ich habe es ja gefilmt. Eine Verlosung gab es, ich habe leider nicht gewonnen. Ja, Getränke und waren auch sehr günstig. Es gab Cupcakes und verschiedene Köstlichkeiten, die im Preis mit drin waren. Also eine richtig runde, tolle Veranstaltung. Und die Schuhe. Nicht die Schuhe Ah, die Puma-Schuhe, klar. Die habe ich hier natürlich auch gefilmt und gezeigt. Und an welches stand? Genau. Der Puma-Mann war da, genau. Das wird nochmal erläutert. Viele so der Puma-Mann. Ja. Genau. Das war der ist jetzt auch Michael Jackson-Fan. Ja. Der wird sich ein bisschen mehr mit Michael beschäftigen. Wir haben ihn bekehrt. Anstecken können wir. Das können wir, ne? Ja, ja. Ja, an der Stelle nochmal vielen Dank für die Sehr Organisation. gerne. Ja. Hat sehr viel Spaß Ganz gemacht. viel Spaß Uns gemacht. auch. Ja. Uns Ich auch. freue mich schon auf die nächste Veranstaltung. Wir auch. Und Wir auch. vielen Dank. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Im nächsten Programmpunkt bekamen wir zahlreiche Grußbotschaften übermittelt aus der MJ internationalen Fan-Community. Bekannte Namen wie Paz Jacks, der die Kingvention organisiert und in Großbritannien und auch weltweit sehr untriebig ist. Aber auch Elizabeth Amisu, die das Buch Michael Jackson Studies geschrieben hat, hat eine Grußbotschaft übersendet. Greg Lamont Parks, dem wir auch auf der Kingvention das Michael Jackson Double, hat uns eine Grußbotschaft übermittelt. Sandera Shee, der Michael Jackson Cast aus den USA, aber auch der Michael Jackson Fotograf und viele mehr. Also ein bunter Blumenstrauß an Grußbotschaften hat uns hier erwartet und wir hören mal kurz rein. I can relate to this because I've been to several fan events in Germany and I've always had the best time. You guys are always so kind and so welcoming and so full of passion for Michael, and you know how to throw down on the dance floor at some of the best MJ parties I've been to. Thank you for always supporting what we do, and thank you for keeping Michael's legacy alive. Ja, das war Paz Jacks und Jenny selbst hat sich natürlich auch nochmal der Runde vorgestellt und hat auch nochmal etwas erklärt, wie es jetzt dazu kam, dass sie diesen Michael Jackson Neujahrsfan-Treff organisiert hat. Hören wir da auch mal rein. Schön zusammengesessen haben. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Es gab immer große Events und Partys, wo viel mit Tanz war, viel mit Auftritten, laute Musik. Aber man kann sich schlecht unterhalten und es fehlte so ein bisschen so dieses Private und Intime, was man vielleicht so hatte früher mit den Fans. Und dann haben wir uns gedacht, können wir doch mal wieder vielleicht sowas annähern. Und dann kam Vanni ins Spiel, weil Vanni und ihre Familie kennt den Inhaber von diesem Café.
Und der hat irgendwann mal gesagt, hol doch mal deine Michael Jackson-Leute hier hin und macht euch einen schönen Abend. Genau. Sehr gut. Und wir so, gedacht, nehmen wir das doch mal in Angriff und warum nicht direkt zum Jahresstart? Ich meine, auch uns kommt viel zu, was Michael betrifft dieses Jahr. Wir können uns auf das Musical freuen, das Biopic ist am Start. Und We Are the World hier, Netflix. We Are the World, wo alles rein ist. Das passt ganz gut und deswegen dachten wir laden heute alle dazu ein. Ich möchte gerne zu der Location ein bisschen was sagen. Hier sehen wir die Michael Jackson Puma-Schuhe. Die wurden exklusiv eingeflogen von der Firma Puma. Tatsächlich hat sich Puma an den Malibu Fanclub, sprich an Jenny, gewandt und nachgehakt, was es mit diesen Schuhen auf sich hat. Denn Puma Deutschland hat diese bei sich im Archiv gefunden. Und sie wussten damit nicht so richtig, was anzufangen. Jenny hat ein bisschen recherchiert und konnte das auflösen. Hierbei handelt es sich um Schuhe, die 1988 produziert wurden, aber nicht in den Verkauf gingen zunächst. Erst später zur Dangerous Tour, 91-92, gingen tatsächlich welche in den Verkauf. Hierbei handelt es sich um die Erstauflage, die nicht in den Verkauf ging. Und es war tatsächlich jemand von der Firma Puma vor Ort, der die Schuhe mitgebracht hat und hier exklusiv auf diesem Michael Jackson Fantreff ausgestellt hatte. Vielen Dank nochmal an Puma. Auch DJ Bobo grüßte die deutsche Michael Jackson Fan-Community und da hören wir auch mal kurz rein. Hier ist DJ Bobo. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Fan-Treffen in Köln. Alles Liebe und ich hoffe, wir sehen uns 2026 auf unsere. Bis dann, euer DJ Bobo. Michael Jackson-Fan Jule brachte ihre Original-Michael Jackson-Autogramme mit, die Michael für die Flutkatastrophe 2002 in Deutschland signiert und gespendet hatte. Das war damals die Elbeflut, wo auch eine Familie auf die Neverland Ranch eingeladen wurde. Das ist bekannt und ich meine, Sat.1 war das, die damals diese Charity-Aktion geleitet hatte und da gab es denn auch diese Michael Jackson-Autogramme. Und Jule hat sie damals tatsächlich ersteigert. Im beginnenden Internetzeitalter wurde das per Online-Auktion versteigert und sie hatte erzählt, ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sich da so ein bisschen auch der Computer aufgehangen, wie das damals so war mit diesen Modems und bei ihr ist das so ein paar Minuten, bevor das zu Ende war, eingefroren und dann hatte sie den Zuschlag und ja, hier haben wir sie gesehen, wunderschöne CDs mit einem super Autogramm, richtig cool. Vielen Dank, Jule, dass du die mitgebracht hast und es war super, dich persönlich kennengelernt zu haben. Ja, ich habe jetzt neben mir die Annette sitzen, richtig? Ja. Genau, da ist die Annette. Die hat sich sehr gefreut darauf, dass ich sie hier für ein Video verhaftet habe. Ja, die Annette kennt ihr, wenn ihr fleißiger Zuhörer oder Zuhörerin des Michael Jackson Podcasts seid, dann werdet ihr sie schon mal gehört haben, denn es gibt eine ganze Sonderfolge über Annette, mit Annette. Da erzählt sie über ihr Buch. Genau. Das heißt... Michael. Ja. Was hast du denn da wieder gemacht? Genau. Und Ein dickes Buch. Und magst du kurz etwas zu dir erzählen und wie du darauf gekommen bist, so ein Buch zu illustrieren? Also, ich mache eigentlich Trickfilme und Comics, wenn ich Zeit habe. Und die Idee dazu hatte ich schon vor 30 Jahren, habe aber nie geschafft, das irgendwie in Worte zu fassen, weil ich mache Trickfilme und schreibe keine Bücher. Aber dann hat die Carla gesagt, Carla Schmidt, oh Gott, das ist genau. Das sieht man, ja. Die schreibt Bücher. Die hat dann gesagt, oh, weißt du was, das Schreiben war dann einfach, ich schreibe dir das und ich zeige es rein. Und ja, das war dann, ging das dann auch relativ schnell. Und sie kam dann
mich besuchen und wir haben dann echt innerhalb einer Stunde gefühlt, hatten wir dann schon grob die Struktur. Und denn die Geschichten, die kennt ihr ja auch alle und die Bücher habt ihr sicher auch alle gelesen. Ich musste einfach nur in die Bibliothek im Kopf gehen und alles abrufen und dann habe ich ein Jahr daran gezeichnet. Und das ist jetzt das Buch, genau. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie lange zeichnet? Wie lange braucht man für so ein Buch? Ein Tag, eine Seite. Das war meine Auflage. Okay. Genau. Und das hat 365 Seiten. Ja, plus minus. Es ist tatsächlich noch mal ein paar rausgefallen oder dazugekommen, aber Moment, ich muss jetzt mal gucken. 352 im Buch. Ja, aber du musst ja auch noch das Cover, muss ja auch noch her. Genau. Und ich habe eben das Foto ja bestimmt vom Stand gezeigt. Die Annette ist sehr aktiv, die macht sehr viele tolle Sachen. Sie illustriert nicht nur dieses Buch, dieses Comicbuch, sie hat auch ein Fotoband gemacht mit tollen Fotos von Michael Jackson, neu eingearbeitet, neu illustriert. Also es ist kein Fotoband, es sind Bilder. Das sind Bilder. Genau. Aber es sind Bilder von schon beidseitig, also von Anfang der 90er, seitdem ich überhaupt zeichne. Genau. Es ist praktisch ein Katalog der Bilder, die ich gezeichnet habe. Habe ich jetzt schon mal hier so gezeigt. Okay, ja. Ist auf jeden Fall ein ganz tolles Buch. Und Annette ist auch sehr aktiv in Anfertigen von Bändern, die auch ähnlich sind von Bändern, die Michael mal getragen hat. Also das sind ganz tolle Accessoires und Schmuckstücke, die da quasi von dir kreiert werden. Ja. Ja. Da ist es. Wir sehen hier nur so ein kleines Referenzbildchen. Ja. Naja, genau. Hast du denn auch eine Internetseite oder wo man Dinge sehen Genau, ich kann? habe auf meiner Internetseite, darf ich das jetzt Ja, natürlich. www.trick-piraten.de auch einen kleinen Shop, wo man ganz bunte Palette an Michael-Armbändern, natürlich auch noch andere Grafiken, die ich gemacht habe, aber von Michael habe ich einen ganzen Regenbogen in allen Farben, diese Armbänder eben, oder eben auch das Buch oder andere Comics. Immer, da werden wir auf jeden Fall mal reinschauen. Und ja, es ist auf jeden Fall super, dich ja heute mal persönlich kennengelernt zu haben, nachdem ich dich eben aus dem Podcast schon mal gehört habe und das auch total interessant fand, was du machst. Deine Arbeit habe ich jetzt hier heute das erste Mal gesehen. Das Buch, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich mir noch nicht gekauft. Ja, ist so schön, kann sich noch drauf freuen. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr wertschätzend, was du machst. Ich finde die sehr, ja, Michael kommt da nochmal ein ganz anderen Licht rüber, was ich gesehen habe anhand der Bilder, die du auch selbst gemalt hast. Also dieses Bildband hat mich am meisten angesprochen, muss ich sagen. Das fand ich richtig schön. Es sind sehr viele Emotionen da. Ja. Also es sind manche, wo man denkt so, komisch, es sind nicht sehr darstellend, sondern manche spricht halt eine Emotion aus. Ja, das hat es bei mir auch ausgelöst. Ja, vielen Dank, dass du hier in meine MJ-Update-Folge reingekommen bist. Michael Jackson, Live-Performer Cedric Petzold, hat auf der Veranstaltung eine kleine Michael Jackson Show gegeben. Cedric ist bekannt über seinen TikTok-Kanal cedric.p7, hat dort weit über 200.000 Follower und ist als Michael Jackson Imitator, Impressionator bekannt. Er präsentierte hier die Songs Scream, Beat It, Thriller und Billie Jean. Ein Riesenspektakel und er macht das richtig gut. Schauen wir mal rein. She was more like a beauty queen on a movie scene. I said, oh my, what do you mean? I am the one who will dance on the floor and around. She said, I am the one who will dance on the floor and around.
bin hier in Köln im Café Laura und hier geht jetzt gerade das Michael Jackson Fantreff zu Ende. Ich habe euch hier ein paar Ausschnitte gezeigt, was hier heute los war. Es waren also rund 40 Michael Jackson Fans hier in diesem Café. Und es gab Michael Jackson Merchandise von Annette. Jenny vom Malibu Fanclub war die Veranstalterin und die hat ein ganzes Team an Freunden, die hier mitorganisiert haben. Unter anderem auch die Kollegen aus dem Michael Jackson Podcast. Und insgesamt war das hier eine super entspannte und gelöste Stimmung. Es gab viel Michael-Musik. Hier läuft auch gerade Michael-Musik. Ich sehe gerade im Hintergrund ist ein Feuerlöscher. Das ist ja sehr stilecht. Aber ja gut. Es war eine mega tolle Veranstaltung und sie war so kurzweilig. Ich hätte nicht gedacht, dass die so lange geht. Es ging um 18.30 Uhr los. Ich war ein bisschen später hier. Und es ging letztendlich bis, wir haben jetzt, glaube ich, 1:15. Und hier wird gerade hinter eurer Kamera wird zusammengebaut. Es war ein richtig entspanntes Event, hat richtig viel Spaß gemacht, sind tolle Gespräche entstanden. Ich habe richtig tolle Leute kennengelernt. Ja, und es hat super viel Spaß gemacht. Also beim nächsten Michael Jackson Fantreff bin ich auf jeden Fall wieder dabei, wenn er denn in Köln stattfindet. Ich hoffe es. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Yeah.